Hi, this is Bob Hatton. Es ist gut, dass du wieder da bist. Ich freue mich drauf. Wir sind in dieser letzten Woche im Leben von Jesus. Wir haben dann gehört, Jesus ist eingegangen, also ein triumphierender Einzug in Jerusalem. Dann ist er rausgekommen, wieder zurück nach Bethanien. Und die Bibel sagt uns, dass an dem nächsten Tag ist er zurückgegangen nach Jerusalem. Wahrscheinlich den gleichen Weg, aber ohne diese Riesenbegleitung. Der ist dann rein in der östlichen Seite der Stadt, durch den Armenviertel, und ist er wieder in den Tempel gegangen. Das erste, was er begegnete in den Tempel, ist ein Vorhof, und das war der Vorhof der Heiden. Das war ein Platz, wo die Heiden kommen könnten. Die Heiden waren die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten. Das Volk Israel hat eine Offenbarung bekommen, das war ein besonderes Volk. Gott wollte denn ein Exempel statuieren, also das sollte sein Volk sein. Und das Volk sollte so gut gehen, weil sie diesen Gott haben. Und die Heiden sollten das sehen, und das Volk Israel sollte ein Licht für die Nationen sein, dass die Nationen angereizt werden, um diesen Gott zu dienen. Die haben leider versagt, wie wir Menschen oft versagen, wenn Gott uns bittet, irgendetwas zu tun. Aber am Eingang zu dem Tempel, vor alles andere, war dieser große Vorhof, wo die Heiden, wo die Leute aus den Nationen kommen konnten. Sie durften nicht näher kommen in Gottes Gegenwart, aber sie durften da sein, und sie haben etwas mitbekommen von dem Segen, was den Gott Israels die Menschheit zu der Zeit geben wollte. Nun, als Jesus da hinkam, da war kaum Platz für irgendetwas, denn Händler haben Tische aufgebaut. Händler und Geldwechsler. Zu der damaligen Zeit gab es so viele verschiedene Währungen. Meistens haben sie den gleichen Namen, die Dinari. Aber die Münzen wurden zusammengesetzt auf unterschiedliche Verhältnisse von Silber und andere Metalle. Und die haben dann nur eine bestimmte Art von Dinari akzeptiert, also das, was am teuersten war. Aber kein Problem, du konntest dein Geld da wechseln, so wie wenn man im Urlaub ist im Ausland, man kann das Geld wechseln in der örtlichen Währung. Und in den Tempel haben sie ihre eigene Währung gehabt. Aber die Umtauschrate war exorbitant, also man wurde dann betrogen, wenn man das Geld umwechselt. Aber man braucht das Geld, weil man musste dann ein Tier kaufen, ein Opfer kaufen. Es war so viele Pilger sind gekommen aus aller Welt, man konnte die Tiere nicht alle mitbringen zum Opfern, deswegen musste man dort kaufen. Und diese Preise waren so hoch gewesen. Und die Leute, besonders die armen Leute, die wurden ausgenommen. Das waren Betrüger, diese Händler dort im Tempel. Und als Jesus das gesehen hat, ihm ist ein Kragen geplatzt und er wurde zornig. Und er hat die Tische umgewälzt und hat die Leute dann rausgetrieben. Oder jedenfalls ein Teil von diesen Händlern hat er rausgetrieben aus dem Tempel. Und ich glaube, dass sein Zorn hat sich gerichtet darauf, dass er die Leute, dass sie Betrüger waren, aber auch, dass sie diesen Platz, diesen Vorhof der Heiden mit Geschäftmacherei belegt haben. Und eigentlich war es ein Platz, wo alle Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten, wo alle Menschen Gott begegnen konnten. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Nationen. Und ihr habt es so eine Räuberhöhle gemacht. Sein Haus, das soll ein Platz sein, wo alle Menschen Gott begegnen können. Denn was ich gelernt habe über die Jahre, ist, dass Gott alle Menschen haben möchte. Vor vielen, vielen Jahren, als ich 15 Jahre alt war, das ist eine ganze Menge Jahre jetzt, bin ich Soldat geworden. Und nach 2 Jahren Ausbildung bin ich in den Nahen Osten versetzt worden vom Militär. Und ich habe mich gefreut, das war so mein Ziel, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich wollte Soldat sein. Jetzt war ich Soldat, jetzt war ich im Ausland. Und als ich dort ankam, war ich so enttäuscht und das war alles nicht so, wie ich es gedacht habe. Und ich dachte, das Leben ist so leer. Das einzige Zeitvertreib war, sich zu betrinken
Und irgendwie war es eine große Enttäuschung. Und es ist in dieser Zeit, dass ein Freund mir begegnet ist und der hat erzählt, was in seinem Leben passiert ist. Nämlich, dass er Jesus kennengelernt hat. In ein islamisches Land hat er Jesus kennengelernt. Und erzählte mir von seinem Leben. Er erzählte, dass vor 2 Wochen her hat er eine Erfahrung mit Jesus gemacht und erfahren, dass Jesus jeder lieb hat. Als ich das gehört habe, war ich dann sehr beunruhigt. Und ich habe dann mehr davon gehört in den nächsten Tagen. Und es war, als wenn irgendwie habe ich dann gemerkt, ich stehe vor etwas, aber ich habe mich nicht getraut, da weiterzugehen. Und es war dann irgendwie auch für mich dann sehr frustrierend. Die Leute waren immer so nett, diese Christen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann eine alte Lehrer, die war gar nicht so alt, aber ich habe an einen Lehrer geschrieben und den wusste, dass er religiös war. Und ich habe ihm gesagt, ob er mir irgendwelche Rat geben kann. Und er hat mich zurückgeschrieben. Dieser Mann war gewissermaßen ein Vorbild für mich. Und der hat gesagt, hör mal zu, als ich ein junger Mann war, mein ganzes Leben hat sich nur um die Gastwirtschaft, um den Kneipen gedreht. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und hat mein Leben verändert. Und ich freue mich, dass du auch auf diesem Weg bist und ich ermutige dich einfach dort weiterzugehen. Als ich diesen Brief dann zurückbekam, nach wenigen Tagen, habe ich postwendend geschrieben, mein letzter Widerstand ist dann gebrochen. Und ich bin mit Freunden in eine Kirche gegangen und habe gebetet, Jesus, komm in mein Leben. Das war am 1. Juli 1970. In wenigen Wochen wird das ein Jahrestag sein von 50 Jahren. Und seit dieser Zeit bin ich unterwegs mit Jesus. Was ich erfahren habe damals, 1970, dass Jesus mich angenommen hat. Wer war ich? Ein kleiner Junge aus England, der hat mich angenommen, 17 Jahre alt, und ist mit mir gegangen über die 50 Jahre. Über diese 50 Jahre, ich habe gesehen, wie zahllose Menschen, Tausende von Menschen auch diese gleiche Entscheidung gemacht haben, diesen gleichen Weg gegangen sind. Meine Botschaft für euch, für dich an diesem Tag, egal wer du bist, Jesus will dich haben. Du brauchst nicht im Vorhof der Heiden stehen bleiben, du kannst ganz dicht an Gottes Herz kommen. Er wartet auf dich. Vielleicht kannst du dich für ihn entscheiden heute. Das wäre eine tolle Sache. Ich wünsche einen schönen Tag. Euer Bob Hudson.